Genau, willkommen. Bernd hat ja schon relativ alles erzählt über uns. Nein. Wir sind aus der IT-Basis. Wir stellen in der Produktions-IT Hardware-Systeme zur Verfügung, den SCCM, alles was Backend-Support, Softwareverwaltung ist und auch die Fernwartung zur Verfügung. Wir haben eine Abteilung von 26 Personen, die sich jetzt dann um weltweit nahezu alle Standorte kümmert. Aktuell sind wir noch in Europa und Deutschland nahe Standorte. Und die Symedia ist aktuell ausgerollt oder wir rollen aus in Augsburg und in Oberhausen. Und jetzt würden wir euch ganz kurz vorher abholen über die Everlance. Dann gehen wir zur Präsentation. Wir würden euch gerne mal vorstellen, woher der Name Everlance kommt und wer wir früher waren oder immer noch sind. Nur der Name hat sich geändert. Und zwar haben wir 250 Jahre Produkthistorie bei uns in der Firma Everlance. Wir waren mal die GHH waren wir schon, die Gute Hoffnungshütte in Oberhausen, wer sie schon kennt. So hat das Ganze mit angefangen. Genau, und dann waren wir Diesel und Turbo, dann waren wir die M&N Energy Solutions, wurden wir ab 2018 und nun eben die Everlance. Wir wurden damals ausgegliedert durch die Volkswagen. Die Volkswagen hatte, okay, eins weiter, sorry. Gut. Genau, die Volkswagen hatte die M&N im Gesamten gekauft, hatte die Sparten getrennt in die Nutzfahrzeuge und in unsere, ich nenne es jetzt einfach mal, wo sie jeder kennt, die Großdieselmotoren für Schifffahrt, Militär, alles was Kraftwerke sind, Powerplants. Dieses Portfolio haben wir natürlich ausgebaut über die Jahre. Begonnen hat das Ganze mit unseren 1787 mit dem Bau der ersten deutschen pferdebetriebenen Schienenwagen. Genau, das ist auch jetzt so ein bisschen daher mit dem Ground to Cloud, wo wir herkommen, was wir alles schon getan haben, wo wir hinwollen. Die erste Dampfmaschine, der erste Kompressor, eine Eisenbahnbrücke. Es ist, glaube ich, immer noch Europas, Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke. Ja. Beginn des Lastwagenbaus, die sind leider nicht mehr bei uns, das ist jetzt durch die Firma Traton. Der erste Fahrzeugdieselmotor 1923, nur ein paar zu nennen. Einen Aufzug, größte Aufzugsanlage, den ersten Zweitakt-Dieselmotor mit über 50% Wirkungsgrad. Magnetringe für den Elektromagneten in CERN waren mit dabei. Kompressorstränge ab 2003, das ist jetzt auch unser aktuelles Geschäftsfeld mit dabei. Da kommen auch diese Max 1 Axialkompressoren her und auch Wärmepumpen. Ja, die größte Wärmepumpe ist wieder von uns. Ich glaube, den wichtigsten haben wir fast schon vergessen gehabt. Wir haben in Augsburg den Dieselmotor, den ersten Dieselmotor der Welt entwickelt. Rudolf Diesel war in Augsburg und hat dieses Produkt eben bei der M&N damals ins Leben gerufen. Genau, und in Augsburg steht auch das Monument dazu. Genau, wir wollten ein bisschen weg von der Historie, jetzt haben wir uns ein bisschen umorientiert in grüne Energien, erneuerbare Energien, unsere E-Fuels, alles was Future Fuels, E-Gas, sowas ist, in die Richtung haben wir die H-Tech Systems übernommen, die haben sich auch reformiert und heißen jetzt Quest One, sitzen in Augsburg und Hamburg und sind hauptsächlich entwickeln so, wie heißt Elektrolyseure, danke, Elektrolyseur-Stacks in das Ganze, 1 Megawatt, das stackable bis 10 Megawatt im Container, wo man verbauen kann. Für die Zukunft, dass auch die Everlance ihre eigenen Treibstoffe, Kraftstoffe anbieten kann zu den Produkten. Genau, unsere neueste Entwicklung ist die 2022 der 4960. Das sind bis zu 18 Zylindern haben wir den im V. Das ist schon, ich würde sagen, 12 Meter Länge als Dieselmotor. Nicht ganz zu unterschätzen. Kommt ein bisschen klein rüber auf dem Bild, ist deutlich größer. Genau, jetzt haben wir ganz kurz, um den Namen vorzustellen, gibt es ein Video. Das würden wir euch gerne mal zeigen. Ich hoffe, dass es abspielt. Brauchst du für Internet oder ist das? Nee, jetzt läuft.
We are capable of so many different things. It's time to give them a name. A name that proudly represents what we have been, what we will be. Excellent pioneers. For moving big things to zero. Forever excellence. This is us. Everlinks. Genau. Eine Everlens, aus Ever und Excellence, Ever Excellence, so, das ist unser neuer Name. Seit Juni ist das veröffentlicht und genau. So. Dann geht's los mit der Idee, wie können wir die Fernwartung umsetzen. Das ist auch der Ursprung meines jetzigen Standbeins in der Firma. Ich habe in die Abteilung IT gewechselt, wegs der Fernwartung tatsächlich. Genau, und es ist ein relativ langer Journey und wir kommen aus einem Standpunkt, also einer historischen Firma. Ihr habt gesehen, wann wir gegründet wurden, und wir hatten einfach eine Standard VPN-Approach für Fernwartung. Vielleicht kennt jemand das Produkt Zscaler, da gibt es ganz viele verschiedene. Die User waren bei uns in der Firma. Wir hatten also eine Local Active Directory Users, die waren alle bei uns, mussten bei uns gepflegt werden. War natürlich eine Hürde, alle 90 Tage läuft der User ab. Die externe Firma, die sie verbinden möchte, muss diese auch pflegen und dann muss man wieder Support bezahlen, dass diese die User pflegen. Dann durch den Zscaler die VPN zu routen, ist ein Riesenaufwand mit Firewall, Whitelisting, dass man das Gerät danach überhaupt erreicht. Somit kommen wir von 2 Wochen in Betriebnahme, Fernwartung, irgendwie sowas, kommen wir her. Dadurch war trotzdem ein weiteres Tool notwendig. Die VPN, wenn gestanden ist, hat man VNC oder TeamViewer, also man hat 2 Lizenzen hintereinander bezahlt für eine Fernwartung, die dann auch nur eine portbasierte oder Bildschirmfreigabe unterstützt hat, keine weiteren Produkte wie TIA-Portal, also einfachste Fernwartung. Der ganze Anmeldeprozess für Externe war sehr kostenaufwendig, mussten wir natürlich auch bezahlen, durch dass die bei uns registriert werden mussten. Und das haben wir eben versucht zu optimieren und haben uns dazu Gedanken gemacht und haben in dem Future State, wo wir hinwollen, die Managed Cloud Solution, weil wir als IT haben den Vorsatz, wir wollen alle Services in die Cloud, Cloud-First-Strategie für die IT. Und das ist in manchen Sachen nicht einfach, das werdet ihr noch sehen. Da haben wir uns gedacht, wir wollen eine Plattform für alle Fernwartungslösungen in der Produktion. Heißt, wir sind jetzt nicht im Produkt, wir vertreten keine Fernwartungslösungen fürs Produkt nach außen, für den Kunde, sondern wir sind wirklich nur in-house. Hat den riesen Vorteil, wenn man sich wo man herkommt mit den Users, wo man hin will, mit der Entra-ID von Symedia Hub. Userpflege, wir verbinden einen Tenant und der User ist in der Entra-ID unseres Kunden mit verknüpft und der kann sich, wie er jeden Tag seinen Rechner hochfährt, einfach anmelden. Genau, das bringt auch dann dieses Self-Service-User-Management mit sich. Das Ganze ist super wenig Aufwand für uns. Wir sourcen den Aufwand zu dem Lieferanten aus. Er hat auch keinen Aufwand, weil er das Passwort schon hat. Er meldet sich einfach nur an. Und wir sind aktuell in der Lage, im besten Fall sind wir in 15 Minuten fertig, um einen Service Case zu starten von 0. Für also eine Bestandsmaschine. Ja, von 2 Wochen. Genau, dann das Ganze hat schon wesentlich früher begonnen, vor 5 Jahren. Das ist mein Wechsel in die IT gewesen. Da waren 2 Mitbewerber mit der Symedia. Die Symedia ist es geworden. Damals war das noch mit der SP1 verhaftet, das Ganze, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Das war für uns natürlich, ja, mit unserer neuen Strategie Cloud First war dieser On-Prem-Gedanke, war okay, war alles TÜV-zertifiziert, die Lösung war sehr gut, aber hat mit unserer zukünftigen IT-Strategie jetzt leider nicht ganz übereingepasst. Dann die Einführungsphase war
wir haben uns eben in diesem Zeitraum umgeschaut, was für Alternativen gibt es. Es gibt Mitbewerber für das Ganze, für die Fernwartung, mit dem Fokus auf IT-Security, was jetzt auch TÜV-Zertifikate von der Symedia damals ermöglicht haben, das mit umzusetzen bei uns. Das war der hauptausschlaggebende Punkt, warum wir von der Volkswagen, muss man merken, die Freigabe bekommen haben. Wir sind eine 100% Tochter der Volkswagen und somit auch an die Richtlinie der Volkswagen gebunden. Genau, die Volkswagen gibt auch vor, wie wir Sachen umzusetzen haben und wie wir auch die neue NIS-2-Richtlinie einsetzen müssen bei uns im Haus. Dann haben wir vor 3 Jahren mal gesprochen über ein Proof of Concept. So hat das Ganze begonnen mit SP1. Während des Proof of Concepts haben wir dann auch gesagt, weitere Gespräche geführt über die Symedia Hub. Da war die Strategieentscheidung dann eben mit der Cloud First, dass wir trotz ausstehender TÜV-Zertifizierung die Cloud-Variante wählen. Haben wir mitten im Proof of Concept gesagt, stopp, wir drehen jetzt alles, haben die Freigabe bekommen von der Volkswagen und von unserer IT-Security und sind komplett auf die aktuelle Lösung gegangen, was die absolut richtige Entscheidung war. Für uns ist das super, wir müssen skalieren. Wir wissen nicht ganz, wer wann welche Anlage wann sie neu kommt, wann wir beschaffen. Wir als Betreiber haben wir doch einen sehr großen Maschinenpool. Und jetzt wir können ja hinzufügen, wegnehmen, in Theorie, wie wir Lust haben und sind somit skalierbar und könnten, wenn jetzt jemand spontan eine Fernwartung braucht, binnen 15 Minuten im Best Case eine Anlage verknüpfen. Genau. Durch das haben wir natürlich auch, also mit die Scalability haben wir durch, genau. Support Future Requirements kommen später, da habe ich den Alex noch mit dabei, was wir damit vorhaben. Dann gehen wir uns in zur Implementation Journey Tradition meets Future. Jetzt kommen wir zu dem Ganzen, wir haben aktuell 500 Anlagen, die möglich sind für die Anbindung an die Symedia mit 200 verschiedenen Herstellern. Und da kann sich jetzt jeder vorstellen, wie aufwendig Erstgespräche sind, um das Ganze onzuboarden, um es in den Tenant zu bringen, den eigenen Tenant zu bauen, dass das immer nicht ganz einfach ist. Und dazu haben wir halt, muss ich kurz mal durchblättern. Genau, das war die Schwierigkeit bei 500 Anlagen mit 200 verschiedenen Herstellern, dass wir natürlich XP-Maschinen haben, Windows 3.11 aktuell noch am Start haben, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Wir haben nahezu jedes Betriebssystem im Werk, immer noch laufend, weil man Einzelanlagen, ich weiß nicht, wer sowas noch betreibt, nach 20 Jahren immer noch als produktiv hält und das kann man oft nicht ersetzen. Und das war eben die Herausforderung, das auch mit anzubinden in dem Ganzen. Und durch die Symedia, durch dieses vorgeschaltete Edge-Device ist es möglich. Ja, wir bauen ja einen traditionellen Tunnel im weitesten Sinne auf und können dann auch alles, was netzwerkfähig ist, dadurch erreichen. Ob das Ganze jetzt SSH, RDP oder weitere schwere Verbindungen sind. Genau, und somit kriegen wir auch alles, was am Standort ist, abgebildet. Auch wenn das jetzt die Anlage 20 Jahre steht, können wir die noch nachziehen in Symedia, wenn es einen Service-File geben könnte. So, daraus haben sich natürlich Challenges in unserer Firma und die Möglichkeiten daraus entwickelt. Unsere Challenge war, was uns immer noch ein bisschen auffällt, die diverse IT-Landschaft dahinter. Wir haben durch die vielen Standorte viel Bestandshardware an Switches, IT-Applications, wo man wirklich damit kämpfen und teilweise eine neue Architektur schaffen mussten für das ganze Netzwerk, wo wir immer noch dabei sind. Die Architektur haben jetzt wir aus unserer Abteilung vorgegeben für diese Media, weil bei uns war es jetzt so, wir hatten die Probleme, in dem Edge-Device ist es nicht möglich, die Domäne hinzuzufügen oder ein DNS-Suffix einzutragen, das ist schon sehr speziell jetzt, aber das war bei uns im Netzwerk nötig, um eine IP-Adresse zu bekommen oder eben eine DNS-Namenregistrierung hinzubekommen. So haben wir 8 Stunden gebraucht, um eine IP-Adresse zu erhalten. Und das ist beim Neustart einer Anlage eine ganze Schicht, das ist nicht akzeptabel. Und dadurch haben wir jetzt das alles neu gestaltet und das sind wir jetzt gerade im Test für das Ganze,
Das Problem ist auch, dass wir durch die vielen Standorte das Problem haben, dass jeder Standort ist anders aufgebaut. Wir mussten jetzt Analysen fahren, was an den Standorten Netzwerkstatus da ist, welche Firewallen davor sind, was unsere Cloud-Konnektoren sind dazu. Und das hat jetzt doch über die Jahre ein bisschen gedauert. Sind aber jetzt am Donnerstag ist der finale Test für Oberhausen, für den ganzen Standort. Wenn der jetzt durch ist, werden wir jetzt in den Rollout in Oberhausen gehen. Genau. Hat den Vorteil, wenn man das Ganze aufrollt, dass das danach alles standardisiert ist. Alle Standorte sind gleich. Die Herausforderungen sind für die Zukunft komplett abgeschafft aus dem Ganzen. Und wir haben noch zusätzliche Use Cases. Da muss ich jetzt dann später an den Alex mit übergeben. Das Edge-Device bringt uns einen großen Vorteil. Das ist ja nicht nur, dass die Media drauf läuft, über Docker-Container ist es möglich, andere Applikationen drauf anzubieten. Und wer Windows XP kennt, kennt vielleicht NTLM v1 oder kennt SMB v1. Und das kann man nicht mehr aktiv halten in einer sicheren Infrastruktur. Jetzt wird es abgeschaltet. Wir haben aber aktuell noch 200 Anlagen, die damit betrieben werden und auch Programmübertragung stattfindet, wo wir die ganze über ein Werker-Cockpit die Informationen und den Maschinenaustausch über Laufwerke oder über SMB noch betreiben. Und da hat es jetzt eine Lösung gebraucht. Da sind wir auch an die CMedia herangetreten. Genau, aber da übergebe ich jetzt an meinen Kollege. Da bin ich nämlich leider nicht tief genug. Ja, genau, also ich weiß gar nicht, aber haben wir dazu eine Folie? Ich glaube nicht. Ja. Nein, das ist rein. Ist ja auch ein komplett neues Thema. Wir haben, oder besser gesagt, man weiß es ja, mittlerweile die neuen Windows-Server-Versionen unterstützen kein SMB 1 mehr. Unsere Cloud-Journey bringt uns ja auf neue Systeme. Das heißt, wir hätten jetzt bei uns im Haus knapp 100 Werkzeugmaschinen, die was halt noch in dem Status sind, XP, Service Pack 2 oder drunter. Die was dann zukünftig nicht mehr über SMB halt mit DNC-Programmen zum Beispiel versorgt werden können. Und da hat es halt eine Lösung gebraucht. Jetzt sind wir natürlich hergegangen, haben gesehen, okay, wir sind gerade mitten im Rollout. Wir haben ein neues Edge-Device, was wir einsetzen. Kann man dieses Edge-Device nicht einfach erweitern? Also das Edge-Device ist mit der Anlage verbunden, ist ja im Endeffekt schon unsere Schnittstelle zum Netzwerk. Genau, wie gehen wir vor? Und da sind wir auch wieder auf euch zugekommen, genau, haben nachgefragt und ihr seid ja dann auch relativ schnell mit dazu gekommen. Und jetzt haben wir eine Lösung, gerade in der Beauftragung, was wir jetzt gerade entwickeln. Das ist dieser SMB-Converter, genau. So zukünftige Applikationen, was wir neben dem Remote Maintenance mitnutzen wollen auf demselben Edge-Device, wo dann zukünftig eben Dateien in SMB1 übertragen werden, umgewandelt werden, Richtung Server dann in einem neuen Protokoll und dann auch wieder zurück, auch wieder in diesen Weg umgewandelt werden. Genau. Was uns natürlich dabei hilft, alte Werkzeugmaschinen länger lebensfähig zu halten. Also, wie wir ja vorher schon gehört haben, historisch gewachsenes Unternehmen, über 200 Jahre Betrieb. Da gibt es halt ein paar Anlagen, wie gesagt, die haben nicht direkt den neuesten Retrofit bekommen, sind nicht auf der neuesten Version. Und da mussten wir handeln. Genau. Und das ist halt auch ein Vorteil, was wir jetzt sehen. Wir haben hier ein performantes Edge-Device mit drinnen, wo man auch neue Lösungen mit entwickeln kann und auch einen guten Partner an der Stelle. Genau. Die Applikation, die du gerade beschrieben hast, zieht sich das auf die Maschinen verschiedener Hersteller dann? Oder ist es Selbstverständlich, genau. Also wir haben ja, wie wir vorher auch schon gesehen haben, wir haben 500 Maschinen, wir haben knapp 200 verschiedene Maschinenhersteller. Die Betriebssystemversion ist natürlich querbeet auf unsere Maschinen unterschiedlich. Und wir haben jetzt eine knappe Hausnummer von über 100 Geräten, wo eben der Stand nur unter XP ist oder halt bis XP und das muss halt angegangen werden. Es sind Maschinen dabei, die würde man so wahrscheinlich nicht anfassen, wie irgendwelche Sägen. Die machen am Tag nichts anderes, aber sie sägen halt gerade runter. Da brauchst du kein Retrofit, da brauchst du nicht die neueste Hardware drin. Und das sind halt solche Sachen, die wollen wir natürlich dann auch weiterhin versorgen können. Und da haben wir uns eben dann mit dieser Lösung beschäftigt. Genau. Ja, ich glaube, dann kannst du auch wieder.
Gehen wir über zu die Insights and Future Steps, was wir noch vorhaben, wie es aktuell aussieht bei uns. Das ist einfach ein Auszug aus unserem Symedia Hub. Wir haben noch nicht, wie viele Anlagen haben wir, Bernd? 30, 40 Anlagen bisher angebunden. Irgendwie sowas sind wir aktuell. Wir sind begrenzt im Rollout tatsächlich nicht durch die IT, sondern durch das Business. Wir haben also mit uns arbeitet die Instandhaltung, elektrische Instandhaltung sehr eng zusammen und die sind aktuell begrenzt auf ein bis zwei Geräte pro Woche, wenn sie es schaffen, pro Anlage zu verbauen. Das versuchen wir gerade im Projekt ein bisschen zu drehen, dass wir erstmal in so Projektwochen gehen bei uns. Wo man das man sieht jetzt hier auch, wir sind noch offline, wir sind ein traditioneller Schichtbetrieb. Es kann sein, dass nicht immer jede Anlage an ist bei uns. Wir haben sehr hohe Fertigungstiefe. Wir haben eine Fertigungstiefe, glaube ich, über 80% bei uns in der Firma. Wir geben die wenigsten Teile auswärts. Und durch das haben wir sehr spezielle Anlagen, die auch oft einfach nicht verfügbar oder nicht benötigt stehen. Und dann sind die ausgeschaltet und dann sieht man hier natürlich auch die Geräte offline. Wir haben das bei uns aussortiert auf Standorte, was sehr gut ist, weil wir auch mit den Benutzergruppen, wir können genau steuern, wer welchen Standort sieht, wer welchen Service Case sieht, wer welchen Service Case bearbeiten kann oder Standorte bearbeiten. Und dann haben wir halt das Namenskonzept, also Augsburg Produktion, Augsburg Foundry, das ist unsere Gießerei. Und das ist immer getrennte Aufgabengebiete bei uns. Es gibt Gießereielektriker und es gibt Produktionselektriker und jeder hat dann auch nur bei sich in der Abteilung die Zugang auch zu den Assets. Es ist bei uns so gedacht, dass die IT, wir unterstützen jetzt den Rollout für das Ganze noch und danach übergeben wir das komplett im Business. Wir bieten in aller Hinsicht Manuals, also Anleitungen, alles in jeder Sprache jetzt inzwischen an, in Deutsch und Englisch, um einen Self-Service zu schaffen vom Business, dass wir als IT die Lösung bereitstellen und der Business im Self-Management das über alle Schichten im ich sage jetzt Homeoffice, aus Bereitschaftszwecken könnte er einen Service Case starten oder in der Bereitschaft noch auf die Anlage gucken und schauen, welcher Service Case ansteht. Kann das vielleicht gleich beheben, muss die Anlage neu gestartet werden und er muss nicht reinfahren. Heißt, wir haben jetzt nicht nur einen Use Case daraus für externe Firmen, die Fernwartung fahren, sondern wird auch intern genutzt. Oder auf dem Handy, ich habe es zum Beispiel auf meinem privaten Handy, das darf man wahrscheinlich gar keinem erzählen. Ist super praktisch, es gibt eben Firmenhandys bei uns, die dann auch nicht mitarbeitergebunden sind, die gehen dann immer in die Bereitschaft haben. Könnt ihr mit dem Firmenhandy drauf schauen und sagen, das ist jetzt dieser Fehler oder könnt ihr eben auch direkt mit dem Bedienpersonal sprechen. Wir haben an jeder Anlage so einen Monitor, wie es ihr da an der Wand habt, mit einem Werkerinformationssystem, wo sich der Werker mit Bluetooth-Headset auch direkt dann über diese Media mit dem Kundendienstpersonal unterhalten könnte. Jo, auch wir sind noch, wie soll ich sagen, im Optimieren des Ganzen. Wir müssen unsere Prozesse auch noch ein bisschen optimieren in der Beschaffung von Werkzeugmaschinen, dass es ganz klar ist, dass wir nur Symedia beschaffen. Das ist bei uns eine Herausforderung. Wir haben immer noch eine sehr große Variable an Anfragen, ob wir jetzt Siemens MindSphere, wer es kennt vielleicht, das ist einer der größten Konkurrenten, ob wir das bei uns einsetzen würden, aber wir sind sehr strikt, wir haben es in einer Policy alles verhaftet, dass es entweder die alte Lösung über den Z-Scaler gibt, die so schlecht ist, die hoffentlich keiner nutzen möchte, oder eben nur die neue Symedia. Aktuell läuft es sehr gut, wir haben eine sehr hohe Akzeptanz im Feld, wir haben mit sehr vielen inzwischen gesprochen, bestimmt 30, 40 Lieferanten haben wir durch und die Akzeptanz über 90% zurzeit, würde ich sagen. Vielleicht haben wir ein paar auch motiviert. Ich habe gehofft, dass vielleicht jemand da wäre, dass wir irgendjemand von einer Firma, die sich dafür interessiert hat, mit akquiriert haben. Ist für uns natürlich auch super, da halt die Akzeptanz am Markt für uns steigt. Weil als Betreiber, könnt ihr euch vorstellen, ist es nicht einfach, eine Lösung durchzusetzen, weil jeder möchte natürlich seine Lösung, sonst hat nämlich unser Lieferant ja 5 Lösungen im Portfolio. Und das ist immer dieser Streit zwischen David und Goliath. Wir haben da die Rückendeckung von der Volkswagen noch, was uns da in dem Fall schon ein bisschen unterstützt in das Ganze. Genau, da haben wir tatsächlich nochmal die SMB-App. Kommen wir nochmal auf das Thema, was ich gerade vorher vorgestellt hatte, genau mit der SMB-Converter-App. Nochmal kurz runtergerissen, viele XP-Anlagen, End of Life im Endeffekt auch schon abgekündigt von Windows und jetzt halt eine Lösung benötigt, wie man das zukünftig weiterhin
mit unserem Netzwerk verbinden können. Genau. Das wäre es jetzt auch tatsächlich mit unserer Präsentation. Ich glaube, ihr seht, wir sind nicht die besten Präsentatoren. Wir sind aus den Basics, wir sind einfach IT-Basis, wir betreiben Systeme. Das ist, glaube ich, auch unüblich, dass der Systembetreiber so weit in eine Strategie kommt, in eine Strategie einer Firma. Aber ich hoffe, es war für euch informativ. Und wenn ihr Fragen habt, einfach raus. Wir versuchen